So, ich habe hier einen Satz Schrumpffolien. Den Link dazu packe ich euch auch in die Videobeschreibung. Die habe ich schon ein paar Mal benutzt. Dadurch habe ich hier auch so ein paar Abschnitte. Man kann auch wunderbar sowas einfach noch aufheben. Ne, man braucht nicht immer ein ganzes A4-Blatt. So, und dann habe ich hier eine Vorlage ausgedruckt. Ich habe einfach mal gegoogelt. Schrumpffolie, Vorlage, kostenlos. Da kommen ganz schöne Sachen raus. Genau, es sei denn natürlich, ihr könnt auch zum Beispiel von euren Gesichtern Bilder machen und abzeichnen. Ich zeige euch das mal. Ich habe das mal gemacht und das dann zum Beispiel für Schlüsselanhänger benutzt. Also zum Beispiel an meinem Fahrradschlüssel hängt jetzt mein Kopf dran und am Kinderschlüssel hängt das Kindergesicht dran und von meinem Mann Fahrrad hängt sein Gesicht dran, ne? Also sowas. Oder wenn ihr eine Party plant und da macht ihr Anhänger, das zeige ich euch auch noch in einem anderen Video. Da könnt ihr eben auch zum Beispiel die verschiedenen Gesichter von den verschiedenen Gästen, wenn ihr die vorher kriegt, einmal abzeichnen und dann herstellen und dann können die sich das mitnehmen als Gastgeschenk zum Beispiel. So, hier die Schrumpffolie ist ganz praktisch, man kann da durchgucken und dadurch kann man das dann auf sein Objekt, was man abzeichnen will, einfach drauflegen und abzeichnen. Je nachdem, was man danach noch damit machen möchte, ne? Also das sind jetzt einfach nur erstmal Bilder. Ich möchte das zum Beispiel aufhängen. Ne? Wenn man das als Schlüsselanhänger haben möchte, dann muss da noch eine Öse rein. Hier bei der Biene könnte ich zum Beispiel jetzt einfach von dem Flügel vielleicht was nehmen. Hier so bei der Ente, da müsste ich zum Beispiel da oben noch eine Öse anbauen. Hier, ich habe hier ein Locher, ne? Das ist einfach ein Standardlocher. Und ich habe festgestellt, wenn man das an einen Schlüsselring hängen möchte, dann reicht ein Tackerloch leider nicht aus. Sondern man braucht dann 2 Tackerlöcher, die so ein bisschen nebeneinander sind. Also man kann dann ein Tackerloch machen und dann ein bisschen versetzt daneben nochmal ein Tackerloch. So. Und dann kann man das hier noch ein bisschen begradigen, diese Ecke raus. Und dieses Oval, das reicht dann ganz gut, dass der Schlüsselring dann da rum kann. Wenn er sich auch noch frei drehen können soll, müsste man hier oben noch ein Tackerloch zufügen und auch wieder die Ecken raus. Und dann hat man so ein Dreieck und dann kann der Schlüsselanhänger sich frei auch weil so ein Schlüsselring, wenn man jetzt mal den Querschnitt anguckt, der ist ja auch so. Da sind die verschiedenen Ringelemente, teilweise noch ein drittes, direkt nebeneinander und damit flach. Ne, das heißt, das hier kann sich dann relativ gut auf dem Schlüsselring hin und her schieben, aber eben nicht rumdrehen. Dafür bräuchte es dieses dritte. Nach dem Schrumpfen ist das dann eben die richtige Größe. Ich zeige euch das mal. Ich gucke von oben rein, ne, ins Tackerloch und versuche dann den Tacker, so, der schneidet sich dann da durch, ne, das wäre jetzt ein Tackerloch und dann versuche ich das so daneben zu setzen, dass es überlappt, so etwa bis zur Hälfte überlappt. So hätte ich das jetzt. Wenn ich jetzt noch ein drittes Tackerloch reinmache für diese Variante, dann würde ich das da drunter. So, ja, da habe ich es jetzt so in der Variante. Ich würde das jetzt auch so lassen. Man muss die Ecken nicht begradigen. So, und dann kann ich das jetzt hier irgendwo drüber tun. Zum Beispiel die Biene ist ganz süß. Und ich habe auch mal eine Testreihe gemacht mit verschiedenen Stiften und Farben. Ölfarbe, Acrylfarbe. Ich habe die alle gebacken und dann auch überprüft, wie fest sind die nachher. Also erstmal, wie gut sieht man es nachher noch. Und wenn man so drüber schrubbelt mit dem Finger, manche haben sich einfach nur abgeschmiert. Das ist natürlich auch doof, das will man dann auch nicht haben. Und was am besten funktioniert hat, sind Kugelschreiber und Buntstifte. Das heißt, für die Formen außen nutze ich ganz gerne Kugelschreiber und fürs Ausmalen nutze ich dann Buntstifte. Dann hat man eine recht kräftige Linie außenrum und innen drin eine schöne Farbgebung. So, ich habe jetzt hier eine ganze Sammlung von Buntstiften. Da, die müssten natürlich schön spitz dann auch sein. Passt auch auf bei der Schrumpffolie. Die hat eine glatte und eine matte Seite. Ne? Das sieht man relativ gut, wenn es im Licht reflektiert. Da. Und die andere Seite, die matte Seite. Ne? Ihr malt natürlich auf der matten Seite. Das wird man aber relativ schnell merken, wenn man auf dieser Seite versucht zu malen. Da
bleibt nicht viel hängen. Ja. So, was malt man so eine Flügel auch aus? Ich weiß es gerade gar nicht. So, genau, und dann kann man das recht gut einfach mit einer Papierschere ausschneiden. Also das ist ein bisschen steif, aber auch ausreichend flexibel. Man will natürlich nicht so eine Ecken hier haben, ne? Die sollte man alles, die Außenform sollte immer schön eckenfrei sein. So, jetzt kann ich hier entweder ganz dicht um die Biene rumschneiden oder eben direkt an der Linie entlang schneiden. Da ich hier oben da so ein zusätzliches Loch habe, ne, deshalb möchte ich hier, glaube ich, einfach nur ein Oval drum schneiden. So, das erste ist fertig. Hier kann ich gucken, ob ich noch was aus diesen Resten machen kann. Da könnte vielleicht ja noch ein Herzchen draus werden oder so. Dann müsste natürlich erstmal noch mein Tackerloch rein. Dieses werde ich jetzt einfach machen, weil ich es wirklich ganz klein nur aufhängen möchte. Wo male ich es denn hin? Ich glaube, ich mache hier mal die Ecken schon mal ab. Ihr müsst auch aufpassen, dass der Rand nicht allzu dünn ist, weil der bricht schnell ab, vor allem wenn ihr es als Schlüsselanhänger haben wollt. Mir sind die ersten alle abgebrochen, weil ich den Rand zu schmal gemacht habe. So, ich glaube, diese Fitzelchen kann ich wirklich nicht mehr benutzen. Ne, diesen Müll. So, was könnte ich hiermit noch machen? Vielleicht noch einen kleinen Stern. So, ich glaube, bei sowas würde ich jetzt tatsächlich auch eine Linie draußen rummalen. Sonst sieht man den ja gar nicht. So, also ich habe jetzt hier noch ein paar mehr gemalt. Ich habe hier oben den Abstand jetzt recht knapp geschnitten, weil ich das ja für Glasanhänger benutzen möchte. Das seht ihr in meinem anderen Video. Das verlinke ich euch am Ende nochmal. Und deshalb habe ich das recht schmal gemacht. Das würde jetzt nicht für Schlüsselanhänger reichen. Ne? Bei Schlüsselanhängern würde das ausbrechen. Für meine Glasanhänger möchte ich es gerne schmal haben. Und wie backen wir das denn jetzt? Schauen wir mal. Backofen auf 150 bis 160 Grad Ober- und Unterhitze ohne Umluft vorheizen. Weil mit Umluft fliegt es durch die Gegend, ne? Das würde ja wegpusten. Und dann mit der bemalten Seite nach oben auf ein mit Backpapier oder Alufolie ausgelegtes Backgitter legen. Die Backfolie beginnt schon nach kurzer Zeit sich zu krümmen und zu dehnen. Warte, bis das Motiv wieder flach liegt und sich nicht mehr bewegt. Der Schrumpfvorgang ist dann beendet und das Motiv ist ca. 50 bis 60% kleiner. Nimm das Motiv aus dem Ofen und beschwere es beispielsweise mit einem Buch, um es völlig abzuflachen. Wenn das Motiv abgekühlt und hart ist, ist es wesentlich kleiner, dicker und fester. Okay, also backen, bis es sich nicht mehr wellt. Rausnehmen, Brett drauf. Ich werde ein Küchenbrett drauflegen. Vielleicht noch ein bisschen ein Gewicht drauf, ein Topf oder so. Und dann sollte das fertig sein. Gut, dann gehen wir doch mal in die Küche. So, der Ofen heizt noch auf. Ich habe jetzt hier auf dem Backblech ein Stück Backfolie drauf getan, ein Stück Backpapier und die jetzt alle so draufgelegt, dass die matte Seite nach oben ist. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ne? Ich habe aufgepasst, dass nicht die glatte Seite oben ist. Also, das wäre die glatte Seite. Ne? Sieht man. Und das ist die matte Seite. Ich wollte euch noch zeigen, ein Beispiel, da habe ich das schon mal vor ein paar Jahren gemacht. Und zwar ist das der Fahrradschlüssel meiner Tochter. Da habe ich einfach mal ihr Gesicht abgemalt, auch mit Kuli und dann mit Buntstift ausgemalt. Hier habe ich mal eine Brieftaube gemalt für den Briefkastenschlüssel. Die fand ich auch ganz süß. Und hier sieht man auch, an beiden habe ich zweimal getackert nebeneinander mit dem Tackerloch. Ein bisschen versetzt nebeneinander gesetzt, hier auch. Und hier kann man sehen, an diesem Standard, also der ist einfach ultra dünn, der Schlüsselring, ne? Da kann sich es auch drehen. Aber hier, das ist schon fast ein normaler Schlüsselring, tendenziell eher tatsächlich noch klein. Und das reicht aus, also es kann genug wackeln, aber es kann sich nicht drehen. Also hier, das hakt fest, es kommt nicht rum. Das ist das, was ich vorhin meinte, ne? Also wenn ihr wollt, dass es sich dreht, dann müsste dieses Loch runder gemacht werden. Also noch ein drittes dann da oben hin. So, der Ofen ist heiß.
Da stand 150 bis 160, sowas verwirrt mich, also habe ich die Mitte genommen, 155. So, dann kann das gute Stück mal rein. So, da wellt es sich jetzt nach oben, seht ihr es? Das ist jetzt nach... Ui, da ist eins umgefallen. Entschuldigt bitte den Dreck, da ist noch die letzte Pizza am Ofen. So, jetzt so langsam flacht es sich. Ich glaube, die kleinen sind schon fertig, aber ich muss aufs Große warten, ne? So, ich glaube, da passiert jetzt nichts mehr. Ich nehme dort mal raus. So, so sehen die jetzt aus und jetzt kommt da ein Brett drauf. So, das sollte auch schwer genug sein. Und dann warte ich da jetzt mal so ein paar Minuten. So, ich habe jetzt hier einfach das Ganze auf ein Brett transferiert und hier draufgelegt. Ich habe dann festgestellt, ich habe ja das Brett einfach so direkt auf die Folie draufgelegt, auf die Schrumpffolie draufgelegt, als sie aus dem Ofen kam. Ich hätte vielleicht nochmal Backpapier vorher drauflegen sollen. Das habe ich jetzt aufgrund der Schnelle nicht gemacht. Denn ich habe gerade schon gesehen, hier hat sich ein bisschen die Biene abgefärbt. Also ich habe jetzt eine kleine Biene da drauf. Ansonsten ist das ganz süß geworden. Also so unscharf wie es ist, habe ich es ja vorher auch gemalt. Ne? Ich habe das ja ein bisschen unsauber gemalt. Da habe ich die kleine Schildkröte. Ne? Das ist wirklich süß geworden. Und die sind auch wesentlich kleiner geworden. Ne? Also das ist schon viel geschrumpft. Dafür ist es auch dick geworden. Ne? Das ist jetzt ein Millimeter dick, würde ich sagen. Sehr stabil. Also sehr... Ne, da kann man nichts mehr biegen, kann man auch nichts mehr mit der Schere schneiden. Deswegen ist es wichtig, dass man es vorher alles ausschneidet, was man braucht. Hier die kleine Giraffe. Das ist schon einfach süß, wenn man groß malen kann. Und dann wird es einfach winzig klein. So klein hätte ich ja im Leben nicht malen können. Ich finde das schon echt putzig. So, ja, die Biene war eben mein erstes Stück. Das habe ich eben nur mit Buntstift gemalt. Hier mit dem Kugelschreiber kann man einfach viel genauer malen. Ja, das wird ein viel exakteres Ergebnis, wenn man es mit Kugelschreiber malen kann. Ich hatte nur eben leider gerade nur einen blauen da. Wenn man einen schwarzen da hat, geht das natürlich noch besser. Genau, den hier könnte man dann zum Beispiel schon an den Schlüssel hängen. Die sind jetzt, wie gesagt, ich habe die für meine Glasanhänger, habe ich die schmal geschnitten, weil da habe ich nicht so viel Platz in meiner Öse. Wenn ihr die an einen Schlüsselring hängen wollt, braucht ihr auf jeden Fall schon mal so ein Loch da oben. Und wesentlich mehr Platz außenrum. Also das würde wegbrechen, das ist zu dünn. Das würde eine Woche halten und dann wäre das abgebrochen. Also wenn es nur so ist wie ein Briefkastenschlüssel, den man nur mal kurz benutzt und wieder hinhängt, dann geht das. Aber wenn man das wirklich am Schlüsselbund hat, wird es so nicht halten. So, sagt immer, wie ihr das fandet, was ihr für Stifte benutzt. Habt ihr mit Schrumpffolie schon mal gearbeitet? Findet ihr die auch so lustig wie ich? Ich finde das einfach zuckersüß, ne? Hier diese kleine Giraffe, ich finde die herrlich. Sagt mir mal, wofür ihr das benutzt, wofür ihr Schrumpffolie benutzt. Mir fällt außer Anhänger nichts dazu ein. Man könnte sicherlich da auch Ohrhänger draus machen, ne? Aber ja, würde mich mal interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare und lasst mir ein Like und ein Abo da. Dann seht ihr auch die anderen Videos noch. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.